Hallo meine Lieben! Heute sprechen wir nicht über Grammatik oder Vokabeln. Heute sprechen wir über etwas viel Wichtigeres. Wie lernt unser Gehirn eine Sprache am besten? Fangen wir mit einer kleinen Geschichte an. Programmierer haben eine lustige Methode. Sie heißt Rubber Ducking. Auf Deutsch mit der Gummiente sprechen. Wenn ein Programmierer ein Problem im Code hat, setzt er eine kleine Plastikgummiente auf seinen Tisch. Und dann erklärt er der Ente das Problem. Schritt für Schritt, Zeile für Zeile. Und das Verrückte ist, während er der Ente die Sache erklärt, versteht er plötzlich selbst, wo der Fehler liegt. Aber warum funktioniert das? Die Ente sagt doch gar nichts. Ganz einfach. Weil der Programmierer sich die Sache selbst erklärt hat. Er hat keine neuen Informationen von außen bekommen. Er hat nur das benutzt, was schon in seinem Kopf war. Genau das nennt man Lernen durch Denken. Und diese Methode könnt ihr perfekt nutzen, um Deutsch zu lernen. Das Problem ist oft zu viele Informationen. Die meisten von euch wollen schnell und effektiv Deutsch lernen. Aber heute haben wir ein Problem. Es gibt zu viele Informationen. Wir haben Apps, das Internet, soziale Medien, YouTube-Videos und künstliche Intelligenz. Aber führen mehr Informationen wirklich dazu, dass wir besser Deutsch sprechen? Nicht unbedingt. Oft passiert genau das Gegenteil. Kennt ihr das? Ihr habt eine Frage zur deutschen Grammatik, zum Beispiel zum Thema Akkusativ oder Dativ. Ihr sucht bei Google oder auf YouTube. Danach habt ihr 5 verschiedene Erklärungen gelesen und am Ende seid ihr noch verwirrter als vorher. Das nennt man Informationsüberflutung. Wenn wir Deutsch lernen, suchen wir meistens sofort außerhalb von uns selbst nach Antworten. Noch eine Regel, noch eine Vokabelliste, noch ein Video. Aber dadurch bekommen wir nur Stress. Es gibt aber einen besseren Weg. Wir fangen bei dem Wissen an, das wir schon in uns tragen. Ihr wisst mehr, als ihr glaubt. Gedächtnisforscher sagen, unser Gehirn ist viel reicher, als wir denken. In eurem Kopf liegt schon ein riesiger Schatz an Wissen, auch beim Deutschlernen. Ich beweise euch das jetzt mit 3 kurzen Fragen. Versucht einfach, die Antwort in eurem Kopf zu finden. Wie viele Fenster hat die Vorderseite eures Hauses? Welcher Buchstabe ist der 5. Buchstabe im Alphabet? Wo liegt der Buchstabe Z auf eurer Handytastatur? Eher links oder eher rechts? Und? Ihr wusstet die Antworten wahrscheinlich nicht sofort in der ersten Sekunde, oder? Aber ihr hattet das Wissen in euch. Für die Fenster habt ihr euer Haus vor eurem inneren Auge gesehen und gezählt. Für das Alphabet habt ihr vielleicht kurz das Alphabetlied im Kopf gesungen. A, B, C, D, E. Aha, E ist der 5. Buchstabe. Für die Tastatur habt ihr an eure Finger gedacht. Das zeigt uns, unser Wissen ist da, aber oft versteckt. Wir müssen lernen, dieses versteckte Wissen herauszuholen. Stellt euch vor, ihr wollt Schokoladenkekse backen. Im Rezept steht, ihr braucht Schokostückchen und gesalzene Butter. Ihr schaut in die Küche, aber ihr habt beide Dinge nicht da. Müsst ihr jetzt sofort zum Supermarkt rennen? Nein, denn ihr habt eine normale Tafel Schokolade im Schrank. Die könnt ihr klein schneiden. Und ihr habt normale Butter und Salz. Das könnt ihr mischen. Schon habt ihr eure Zutaten. Beim Deutschlernen ist es genau dasselbe. Wir können Bekanntes miteinander verbinden, um etwas Neues zu bauen. Ein Praxisbeispiel. Ihr kennt das Wort schnell und ihr kennt die Endung Ichkeit, wie bei Traurigkeit. Wenn ihr beides kombiniert, versteht ihr sofort das neue Wort Schnelligkeit. Ihr müsst dieses Wort gar nicht neu im Wörterbuch suchen. Ihr habt es selbst durch Nachdenken verstanden. Natürlich hat Lernen durch Denken Grenzen. Wenn ich noch nie in eurer Wohnung war, kann ich mir nicht durch Nachdenken ausdenken, wie viele Fenster ihr habt. Dafür brauche ich ein Foto oder eine Information von euch. Beim Deutschlernen ist das auch so. Wenn ihr ein völlig neues Wort wie Rindfleisch-Etikettierungs-Überwachungsaufgabenübertragungsgesetz
oder eine ganz neue Grammatikregel noch nie gehört habt, müsst ihr sie zuerst einmal lernen. Aber, und jetzt kommt der wichtige Trick, wenn ihr zuerst selbst nachdenkt, seid ihr viel besser vorbereitet. Bevor ihr eine Grammatikregel googelt, fragt euch zuerst, was weiß ich eigentlich schon darüber? Dann schaut ihr erst in das Buch. Es ist wie beim Backen. Zuerst schaut man in den Küchenschrank und erst danach schreibt man die Einkaufsliste. Lernforscher haben Ende der 1980er Jahre eine interessante Entdeckung gemacht. Sie wollten wissen, warum lernen manche Schüler eine Sprache oder ein Fach viel schneller als andere? Das Überraschende war, alle Schüler hatten dieselben Bücher, dieselben Lehrer und dieselben Materialien. Aber die Ergebnisse waren völlig unterschiedlich. Die Forscher fanden heraus, die besten Schüler hatten eine ganz besondere Gewohnheit. Wenn sie lernten, erklärten sie sich den Stoff selbst laut oder leise im Kopf. Sie stellten sich Fragen wie, warum steht das Verb hier am Ende? Oder wie kann ich dieses Wort in einem eigenen Satz benutzen? Sie spielten also ihre eigene Gummiente. In der Psychologie nennt man das den Selbsterklärungseffekt. Wenn ihr euch eine deutsche Regel selbst erklärt, bleibt sie viel fester im Gedächtnis, als wenn ihr nur passiv ein Video schaut. Jetzt erzähle ich euch noch eine kleine Geschichte über eine Forscherin namens Roxana. Ihr kleiner Sohn fragte sie eines Tages, Mama, wie entsteht eigentlich ein Tornado? Roxana dachte sofort, kein Problem. Ich habe an der Universität Geographie studiert, das weiß ich. Sie fing an zu erklären. Also, es gibt einen Unterschied im Luftdruck und plötzlich stoppte sie. Sie wusste nicht mehr weiter. Warum entsteht aus dem Luftdruck genau dieser Wirbelwind? Sie wusste es gar nicht so genau. In diesem Moment bemerkte sie, sie dachte nur, dass sie es weiß. In Wahrheit hatte sie eine Lücke im Kopf. Das nennt man die Illusion des Verstehens. Beim Deutschlernen passiert uns das ständig. Wir lesen eine Grammatikregel und denken, ah ja, ganz einfach, habe ich verstanden. Aber am nächsten Tag wollen wir die Regel beim Sprechen benutzen und plötzlich geht es nicht. Warum? Weil wir die Regel nur wiedererkannt haben, aber nicht wirklich erklären konnten. Wenn ihr versucht, euch eine Regel selbst auf Deutsch zu erklären, merkt ihr sofort, wo eure Lücken sind. Und genau dann wisst ihr, was ihr noch üben müsst. Aber nun genug Theorie. Wie könnt ihr diese Methode ab heute in euren Alltag einbauen? Hier sind 4 praktische Tipps. Erstens, werdet eure eigene Gummiente. Sucht euch einen Gegenstand in eurem Zimmer, ein Kuscheltier, eine Kaffeetasse oder eben eine kleine Gummiente. Und dann erklärt ihr diesem Gegenstand auf Deutsch, was ihr heute gemacht habt oder wie eine bestimmte Grammatikregel funktioniert. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Weil. Viele Deutschlernende lernen diese Regel. Nach weil steht das Verb am Ende. Okay, aber wenn ihr nur diesen Satz auswendig lernt, habt ihr vielleicht die Illusion, dass ihr es verstanden habt. Probiert etwas anderes. Erklärt die Regel euch selbst. Warum steht das Verb am Ende? Vielleicht sagt ihr, ein Nebensatz mit weil ist ein besonderer Teil vom Satz. Das Verb wartet sozusagen bis zum Schluss, weil der Satz noch nicht fertig ist. Ist diese Erklärung perfekt? Vielleicht nicht. Aber ihr denkt aktiv darüber nach. Und jetzt testet ihr euch. Ich bleibe zu Hause, weil ich krank bin. Warum ist bin am Ende? Weil es ein Weil-Satz ist. Super. Ihr habt die Regel nicht nur wiederholt, ihr habt sie benutzt. Noch ein Beispiel. Viele Schüler lernen, der Mann sieht den Hund, der Hund sieht den Mann. Aber warum verändert sich der Artikel? Warum heißt es einmal der Mann und einmal den Mann? Statt sofort eine Tabelle mit 4 Fällen zu öffnen, fragt euch zuerst, was passiert hier? Ihr könnt euch sagen, okay, die Person, die etwas macht, ist der Mann. Er ist aktiv. Deshalb ist er Nominativ, der Mann. Aber der Hund bekommt die Aktion. Der Mann sieht ihn. Deshalb ist der Hund Akkusativ, den Hund. Ihr habt gerade die Grammatik selbst erklärt.
Danach könnt ihr die Regel im Buch überprüfen. Aber jetzt habt ihr einen Gedankenprozess im Kopf. Oder nehmen wir die Position des Verbs. Ihr kennt vielleicht den Satz, heute gehe ich ins Kino. Aber warum kommt gehe an die zweite Stelle? Erklärt es euch. Im deutschen Hauptsatz steht das konjugierte Verb normalerweise auf Position 2. Heute ist nicht das Subjekt am Anfang, sondern ein anderes Satzteil. Trotzdem bleibt das Verb auf Platz 2. Wenn ihr diese Erklärung geben könnt, habt ihr die Regel wirklich verstanden. Das Gleiche funktioniert auch mit neuen Strukturen. Zum Beispiel lernt ihr den Satz, ich lasse mein Auto reparieren. Viele lernen einfach, lassen plus Infinitiv gleich eine andere Person macht etwas für mich. Aber fragt euch, warum sage ich nicht, ich repariere mein Auto? Die Antwort, weil ich die Reparatur nicht selbst mache. Eine andere Person macht es für mich. Jetzt hat die Grammatik eine Bedeutung bekommen. Die wichtigste Frage beim Deutschlernen ist also nicht nur, was ist die Regel, sondern, kann ich diese Regel jemandem erklären? Denn in dem Moment, in dem ihr etwas erklärt, merkt ihr, was verstehe ich wirklich? Was kenne ich nur auswendig? Wo habe ich noch eine Lücke? Und genau diese Lücken sind eure besten Lernchancen. Deutsch lernen muss nicht bedeuten, immer noch mehr Vokabeln auswendig zu lernen und noch mehr Videos zu schauen. Glaubt an das Wissen, das ihr schon in eurem Kopf habt. Verändert es, kombiniert es und vor allem erklärt es euch selbst. Euer Weg durch die deutsche Sprache beginnt in eurem eigenen Kopf. Wenn ihr das nächste Mal vor einer schwierigen Aufgabe steht, werdet einfach eure eigene Gummiente. Stellt euch Fragen und versucht die Antwort zuerst selbst zu finden.